So, wollen wir mal diesen Supersportwagen bewegen. Ich gehe auf R. Das Auto hat immerhin 571 PS aus 6,3 Litern Hubraum. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei unserem Mercedes SLS AMG in einer ganz besonderen Spezifikation. Das ist ja ein absoluter Supersportwagen. Das Auto hat 571 PS mit 6,3 Litern Hubraum. Entschuldigung, mit 6,3 Litern Hubraum. Das ist ein Saugmotor, die es ja heute gar nicht mehr so gibt. Das Auto hat eine Wahnsinnspower, eine Wahnsinnskraft. Der läuft, weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir Stopp machen. Was läuft der eigentlich? Hat mir keiner gesagt. Weißt du auch nicht. Also er ist jedenfalls sehr schnell. Er läuft wahrscheinlich an die 300 Stundenkilometer. Das Tolle an dem Auto ist seine wirklich fantastische Ausstattung. Er hat eine ganz, ganz seltene Farbe. Das ist ein dunkel Weinrot Metallic. Als Weinrot Metallic ist das so gar nicht zu erkennen. Da müsste man näher rangehen an diesen Wagen. Wagen hat vor allen Dingen eine ganz tolle Innenausstattung. Die ist Weinrot und schwarzes Leder, sowie auch das Armaturenbrett. Ihr könnt das selber sehen, silberfarbig, oben schwarz, unten dieses dunkle Rot und dann mit dieser ganz tollen Außenfarbe. Ich dachte erst, es sei ein Kirschrot, weil normalerweise haben die ein anderes Rot, aber das ist ein ganz dunkles Rot Metallic, das sieht total edel aus. Und vor allen Dingen ist es total selten. Es sind von diesem Wagen ca. 5000 Exemplare gebaut worden. Der Vorgänger, der berühmte, ist ja gewesen der Mercedes 300 SL Gullwing, also Flügeltürer, gebaut worden von 1954 bis 1957. Unser Fahrzeug hier ist aus dem Jahr 2010. Und das Interessante ist, es ist ein deutsches Fahrzeug, deutsche Erstauslieferung, erster Hand von einem ganz berühmten und bekannten Maschinenbaufabrikanten, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Der Wagen hat jetzt original 13.000 Kilometern und wie ihr ihn hier sehen könnt, ist er sich wirklich im Neuzustand. Vielleicht ganz interessant, hier hinten ist der Heckspoiler, der sich elektrisch ausfahren kann. Das könnt ihr hier vorne sehen. Hier ist ein Kofferraum, der groß genug ist für Gepäck für 2 Personen, aber das ist ein Zweisitzer. Es ist halt ein Flügeltürer, ein Gullwing. Sowas ist ja heute gar nicht mehr im Angebot, sowas wird nicht mehr gebaut. Das heißt, es ist eigentlich die zweite Serie, die es jemals mit so einem Flügeltürer gegeben hat. Er hat ganz tolle Felgen, wie ihr hier sehen könnt, auch von AMG. Ist übrigens interessant, dass diese Maschinen von AMG von einem einzelnen Mitarbeiter gefertigt wurden in Handarbeit. Dann ist das alles nach Sindelfingen ins Mercedes-Werk gebracht worden und dort dann komplett zusammengesetzt worden. Das Auto ist also zum großen Teil Handarbeit. Und dieser hier, der zeigt sich in einem Jahreswagenzustand. Das Auto ist wirklich was für eine Sammlung, ist was ganz Fantastisches. Und diese Farbkonstellation, die ist sehr, sehr selten. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Dieses Rot-Rot sieht aber unglaublich edel aus. Und durch die Tiefe im Lack, es ist nicht dieses knallige Rot, ist das was für eine Sammlung, wie ich meine. Ist das was Außergewöhnliches, was ich so noch gar nicht gesehen habe. Vielleicht hier noch etwas, hier sind die Griffe. Wenn ihr die Flügeltüren öffnen wollt, müsst ihr hier ziehen. Da gehen die Flügel auch auf. Dann schaut ihr herein, das sind von AMG die edelsten Sitze, die man sich vorstellen kann. Auch hier auf den Einstiegsleisten AMG-Schriftzug in feinstes Leder gefasst, wie auch die Fußmatten, auch mit AMG-Schriftzug. Hier vorne ist das Handschuhfach, auch allerfeinstes Leder. Da vorne könnt ihr den kleinen Automatikschalthebel sehen. Links daneben ist der Knopf, wo man dann Engine startet und die Besonderheit hier kommt der Schlüssel rein, der muss rumgedreht werden, dann startet sich das Auto.
Auch hier ein Renntankverschluss in Silber gehalten, was natürlich sehr, sehr sportiv aussieht. Und mit diesem wunderschönen weinroten Lack, das guckt euch das mal an. Das ist so ein ganz irres, ganz dezentes Weinrot Metallic. Man muss sich da ganz dicht dran begeben, dass man das auch sieht. Aufs erste sieht er eigentlich dunkelrot aus. Eine wunderschöne Farbe. Ja, ich mache euch mal ganz kurz den Motorraum vorne auf. Den Griff für die Motorhaube ist bei Mercedes immer an der gleichen Stelle wie auch an der E-Klasse, findet man sofort. Hier diese lange Motorhaube mit diesem wirklich fantastischen Saugtriebwerk. Schön in Aluminium gehalten, eine wahnsinnige Achtzylindermaschine, die richtig Dampf entwickelt. Der hat auch einen super Sound, ein wunderschönes Gebrabbel. Und ihr könnt hier im Detail sehen, dass wirklich alles neuwertig ist. Der ist nicht im Winter gefahren worden, der ist auch keine Langstrecken bewegt worden. Das war ein Sammlerfahrzeug. Der Erstbesitzer, der den Wagen bekommen hat, war der einzige aus seiner gesamten Region, der so einen Wagen erhalten hat. Und diese Farbe ist mit absoluter Sicherheit nur ganz, ganz selten gewählt worden. Da gibt es ganz wenige von. Es ist nicht das normale Rot und dadurch finde ich, dass dieser Wagen unglaublich schön aussieht. Das ist sicherlich was für eine Sammlung. Und ich glaube nicht mehr, dass es nochmal einen Saugmotor gibt mit 8 Zylindern von Daimler-Benz mit dieser Kraft. Also ich finde, das Auto ist sammlungswürdig und der Zustand ist erste Klasse. Rot ist vielleicht nicht immer meine Farbe, so aber schon. Ich finde, das sieht unglaublich edel aus, innen mit den roten Sitzen, außen mit dem Weinrot. Also das Auto ist absolut schick. Wenn ihr mehr erfahren wollt zu diesem tollen Mercedes SLS AMG, dann besucht mich gerne hier in Beuerberg in Oberbayern. Der Wagen steht hier, ist zu besichtigen. Es lohnt sich herzukommen, ist wirklich was ganz Tolles. Gehandelt werden die Autos um die 200.000 €, je nach Ausstattung, je nach Zustand. Rest besprechen wir hier bei einem schönen Tässchen Kaffee. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Freue mich mit euch zusammen auf ein Tässchen Kaffee. Und nächstes Mal sehen tun wir uns bei meinem nächsten Video in ca. 24 Stunden. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz.